Herr Dr. Boschan, die erste Frage, die ich gerne stellen würde, ist, wie funktionieren Börsen und vor allem jetzt mit dem Blick auf die Pandemie, wo sozusagen ist hier die Interaktion einer Pandemie mit der Arbeit einer Börse? Also zunächst vielen Dank für die Einladung, an diesem Format hier teilnehmen zu dürfen. Wo sind die Interventionen von der Börse und der Pandemie? Ach, die sind ganz vielfältig. Also die Herausforderung einer solchen Pandemie trifft uns natürlich erstmal als Unternehmen, so wie jedes andere Unternehmen. Und ich glaube, das muss man gar nicht weiter ausführen. Da sind die Leute ausreichend unterrichtet durch ihre eigene Betroffenheit. Und naja, nun ist aber ein Börseunternehmen aber eben auch ein besonderes Unternehmen, weil es bestimmte Betriebsanforderungen an uns gibt, die es vielleicht sonst so nicht gibt. Wir sind, das wissen vielleicht die meisten gar nicht, genauso kritische Infrastruktur wie die klassischen Infrastrukturen, die Sie kennen aus dem Energieversorgungsbereich, aus dem medizinischen Bereich, aber auch, sozusagen die volkswirtschaftliche Funktion der Kapitalmarkttransparenz, die wir ja insbesondere herstellen, und ich denke, wir werden zu diesem Thema ja noch intensiv zu reden haben, das sieht der Gesetzgeber als so kritisch an, dass er auch hier sagt, das hat eine bestimmte Verfügbarkeit aufzuweisen. Ja? Also wir sind deswegen schon immer und nicht nur in Krisenzeiten zu ganz umfangreichen, ja, wie das so neudeutsch heißt, Business Continuity Planungen verpflichtet. Wir haben das also schon immer als Teil unserer DNA. Was passiert, wenn ein Rechenzentrum ausfällt? Was passiert, wenn Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz nicht erreichen? Und deswegen war das für uns auch relativ friktionsfrei, ins Homeoffice zu wechseln. Sie müssen auch wissen, die Börse ist seit über 20 Jahren voll digital. Die Börsen haben sich da auch immer etwas als digitale Avantgarde geradezu gefühlt. Und deswegen konnten wir also tatsächlich sehr, sehr vollständig und sehr, sehr früh ins Homeoffice verlegen. Genau. Also die betrieblichen Herausforderungen waren da, aber sie kamen für uns nicht ganz überraschend. Ja. Geschäftlich sieht es so aus, dass die Volumina ganz erheblich zugenommen haben. Ja. Immer dann, wenn Kursschwankungen heftig einsetzen an Börsen, dann geht das mit dramatisch gesteigerten Volumina einher. Auch das ist dann durchaus eine Herausforderung für die Systeme. Ja, das ist genau unsere Aufgabe, diese Systeme unterbrechungsfrei, störungsfrei zur Verfügung zu stellen. Und die größte Auswirkung, die prominenteste, sichtbarste, die kennen Sie ja alle, ja, das waren natürlich die gefallenen Kurse aller Orten. Ja. Und ich hoffe, dass es dann drittens natürlich eine besondere Bedeutung der Börse bei der Wiedererlangung der alten Stärke geben wird, ja, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Börse hier einen ganz, ganz funktionswesentlichen Beitrag leisten kann, aber dazu vielleicht später. Die Frage also, die ich vorbereitet hatte, warum eine Börse nicht überhaupt schließt, ist damit beantwortet, eine Börse kann nie schließen. Also Ja. 24/7, 365 Tage im Jahr, eine Börse muss laufen. Ja, also ich glaube, das ist auch völlig richtig. Man könnte ja durchaus regulatorisch entscheiden, man schließt die. Und das ist historisch auch gelegentlich vorgekommen. Das ist ja ein naheliegendes Instrument. Es hat sich aber historisch nie bewährt. Ja? Wissen Sie, das hat ja letztlich auch so ein bisschen den Charme von einem Vierjährigen, der Verstecken spielt. Ja? Also nur weil der hält sich dann die Augen zu und denkt, man sieht ihn nicht. Ja? Und nur weil man nur die Börse als Plattform zur Preisfeststellung, zur Herstellung der Transparenz über die wirkliche wirtschaftliche aktuelle Bewertung der Unternehmen abschaltet, heißt das ja nicht, dass sich diese Bewertung nicht tatsächlich verändert. Ja? Also das hat alles so ein bisschen den Charme von Fieberthermometer wegwerfen, wenn das Fieber da ist. Ja? Und da sagt man heute doch richtigerweise, wir wollen die Funktion der Börse nutzen und wir wollen es auch als Anzeigeinstrument, um durch die Krise zu steuern. Ja? Und dann gibt es noch einen zweiten infrastrukturellen Aspekt, der liegt schlicht daran, dass wir heute nicht nur an Börsenaktien handeln können, sondern das kann man heute auf ganz vielfachen anderen Plattformen machen, bankinternen Plattformen, internetbasierten Plattformen, die Anleger untereinander in ganz verschiedenen Betriebsformen. Und nur weil man nun gerade die hochregulierten, die sichtbaren, die regulatorisch greifbar sind, die Börsen abschaltet, ja, per vielleicht Verwaltungsanweisung, dann heißt das eben nicht, dass das den Wertpapierhandel zum Erliegen bringt. Und dann hat man noch ein größeres Problem.
Weil dort ist der Handel dann unreguliert, intransparent und das will man ja gerade in der Krise erst recht nicht. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Börsen müssen da sein. Es gab sozusagen 3 Zäsuren jetzt in dieser Pandemie. Die eine war, das erste Mal gehört zu haben, dass es überhaupt dieses Virus gibt und dass das auf der Welt auftaucht. Dann gab es natürlich in Österreich die Zäsur des Lockdowns, also das heißt der wirklich politischen Maßnahmen. Und jetzt, ich sage Zäsur, aber das ist so ein bisschen schleichend, des Wiederaufmachens der Wirtschaft, der Gesellschaft. Wenn man diese 3 Punkte so ein bisschen betrachtet, wie ist es der Börse ganz am Anfang gegangen, wie so das erste Mal gehört man, ist ja, also da tut sich was, da gibt's was. Wie ist es ihr dann gegangen, unmittelbar nach diesen Maßnahmenbeginn und wie geht es ihr jetzt, wenn man sozusagen die Wirtschaft wieder hochschaut? Wie merkt man das? Aktienkurse, Aktivitäten, was auch immer. Ja, also eine Besonderheit hat die Börse ja zu bieten und wahrscheinlich wird sich der Rest des Gesprächs auch um diesen Kern weiter drehen. Ja, ich habe die Transparenzfunktion ja bereits angesprochen. Die Börse ist das große Cockpit, mit dem man die wirtschaftlichen Realitäten eben ja sekundengenau abbilden kann. Und sie ist eben verfügbar, wie die aktuelle Situation der Unternehmen vielleicht nicht ist, aber am Markt eingeschätzt wird. Und eine bessere Information bitte haben wir nicht. Ja, das ist die mag man kritisieren und die mag man, da mag man große Aufsätze drüber schreiben und die mag man gesellschaftlich auch sehr kritisch sehen. Aber es gibt nun mal keine bessere Bewertungsfunktion als einen solchen Börsenpreis. Und der hat ja eine Besonderheit. Wie kommt der zustande? Der hat einerseits den Blick in die Vergangenheit, weil man sich Kennzahlen anschauen kann und dann kommt man zu inneren Werten und also Buchwerten und einer Bilanzsituation. Und da kann man eben eine bestimmte Bewertung daraus ableiten. Aber viel wichtiger ist natürlich die Erwartungshaltung an die Zukunft, die dann genauso in den Kurs einfließt. Und die 2 Komponenten sind es ja im Wesentlichen. Und deswegen werden Sie immer, was die Börsenbewertungen angeht, das Phänomen haben, dass das ja um Erwartungshaltungen geht, dass also der Börsenkurs sozusagen der tatsächlichen Entwicklung vorausläuft. Ja? Sie werden also stets dann die tiefsten Bewertungen sehen, wenn die Erwartung an die weitere Entwicklung der Krise am negativsten ist. Das ist regelmäßig nicht der Fall, wenn die Krise bereits am größten ist. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn die Krise am tiefsten, am dunkelsten, am schwerwiegendsten ist, die Erwartungshaltung allerdings schon wieder positiv ist, dann werden Sie die Kurse wieder steigen sehen. Und ich glaube, das hat man also fantastisch beobachten können an den Weltmärkten, auch in Österreich. Die Antizipation einer sich weiter verstärkenden, vertiefenden Krise mit all den Unsicherheiten und wenn dann auch die Unsicherheit am größten ist, sind natürlich die Kursabgaben am größten. Und dann in der schwärzesten Stunde in der realen Welt auf der Straße fangen die Kurse an, auf einmal an zu steigen, ja, weil eben erstens festgestellt wird, die Krise wird nicht schlimmer. Ich glaube, das ist immer dann so ein entscheidender Wendepunkt, wenn also Sicherheit an diese Frage rankommt. Die Krise wird nicht schlimmer. Und es sind auch die ersten Lichtpunkte am Ende des Tunnels bereits sichtbar. Und dieser Effekt, also den kann man wunderbar, wenn sich da einer, und da wird man ja vielfach dran forschen in den nächsten Jahren, das wird man also wirklich geradezu lehrbuchartig feststellen können, wenn man die Nachrichtenlage in der Tageszeitung neben die Kursentwicklung ist, wie man also wirklich Tage, Wochen Vorwegnahme bestimmter Entwicklungen hat. Ja. Die Börsen international sind ja sozusagen den direkten Auswirkungen unterlegen, die Politik regional, ich sage jetzt einmal, regional ist ein Überbegriff hier, also ich meine nicht wirklich im Kleinen, sondern treibt. Sieht man denn an den Aktienkursen, an den Aktivitäten, sieht man denn die unterschiedlichen politischen Maßnahmen oder das unterschiedliche Umgehen mit dieser Pandemie? Kann man das sozusagen ausmachen, dass man sagt, der Vergleich USA versus Europa oder auch innerhalb von Europa, der Unterschied zum Beispiel zwischen England und der Wiener Börse oder auch zum Beispiel Italien oder natürlich die sozusagen am wenigsten betroffen waren, wo die Börse vielleicht sogar am stabilsten war in der Zeit? Also ich glaube, das ist ja mehr als evident. Ganz grundsätzlich ist das ja mehr als richtig, was Sie sagen. In unseren, ja insbesondere in Kontinentaleuropa praktizierten Mischmodellen, so möchte ich sie nennen. Ja, wir sind ja
weder sozialistische Systeme noch rein kapitalistische Systeme. Ja, das ist ja immer etwas herausfordernd in der aktuellen Diskussion, weil sich die Begriffspaare immer noch so gegenüberstehen. Ja, also wer über Kapitalismus sich informieren soll, dem empfehle ich immer, Gerhard Hauptmann zu lesen. Ja, da kann man vom Kapitalismus lesen oder sich auf der anderen Stelle dann in Reihenform vielleicht mit Marx und Engels zu beschäftigen. Aber Fakt ist ja, wir haben heute mit den Staatsquoten in Österreich über 52%, ja, und die indirekte Staatsquote über die Regulierung ist ja noch um ein Vielfaches höher, ja, also wir sind ja, frei nach Adenauer, der immer gesagt hat, über 50% Staatsquote ist Sozialismus, sind wir heute weit auf der sozialistischen Seite, ja, aber warum mache ich diese Ausführung, um klarzumachen, dass natürlich Staatsorganisation, Staatsintervention und insbesondere Fiskalplanung unwahrscheinlich großen Einfluss auf das Börsengeschehen hat. Das ist grundsätzlich so und nicht nur in der Krise. Und jetzt kommt die Krise daher, ja, in Viro Veritas, ja, also es ist nicht nur die Wahrheit im Wein, sondern auch im Virus. Und jetzt bricht das alles hervor. Und zwar in einer Brachialität, weil natürlich jetzt sich die verschiedenen Wirtschaftsräume und die verschiedenen Regierungen in unterschiedlicher Art und Weise positionieren. Also sie machen ja letztlich alle das Gleiche. Sie öffnen die Geldtore, vielleicht dann in der zweiten, zur unmittelbaren Krisenintervention. Naja, und dann im Rahmen des Wiederaufbaus geht es dann vielleicht nicht nur um Kredite, sondern sogar um Eigenkapital. Aber im Wesentlichen machen sie alle das Gleiche. Aber es gibt erhebliche Unterschiede in der Geschwindigkeit der Ankündigung. Das ist ja für die Börse auch immer ganz wichtig, denn da hast du ja die erste Reaktion, also die Geschwindigkeit der Ankündigung, dann die Geschwindigkeit der Implementierung der Maßnahme selbst und natürlich den Umfang der Maßnahme. Ja. Und das konnte man ja wirklich sehr, sehr, sehr genau dann nachverfolgen, wie die unterschiedlichen Märkte sehr unterschiedlich reagiert haben. Wir haben mit Amerika da hatten die Investoren bereits ein großes Versprechen aus der letzten Finanzkrise. Ja. Amerika hat in einer unfassbaren Radikalität damals bereits die Geldschleusen aufgemacht, viel, viel schneller und in viel größerem Umfang als Europa, hat die Banken in viel, viel größerer Geschwindigkeit, viel, viel radikaler reguliert und auch zum Teil entschuldet. Und dieses Versprechen haben, glaube ich, die Märkte auch sehr umfangreich antizipiert und es ist wiederholt worden. Ja, kann man jetzt lang drüber sprechen, warum das so war und natürlich spielt der aufkommende Wahlkampf eine Rolle und dann ist es eben auch das abrupte Krisenbewältigungsmittel in Amerika und Trump hat ohnehin die Neigung, ja, natürlich sind ja Aufwendungen, die sofort sozialisiert sind und sie werden dann zu großen Teil auch in private Hände transferiert, ja, und dass er natürlich da der Richtige ist, diesen Mechanismus exzessiv zu benutzen, ist, glaube ich, auch naheliegend. Und diese Reaktion fiel in Europa wesentlich zurückhaltender aus. Sie hat wesentlich länger gedauert. Die Pakete sind um ein Vielfaches kleiner und entsprechend verhaltener war auch die Reaktion. Ja. Und das kann man jetzt durchdeklinieren für jeden einzelnen Teilmarkt. Ja. Ich glaube, Europa ist ja auch in der Betroffenheit nochmal wesentlich diverser, ja, klares Nord-Süd-Gefälle in der Betroffenheit und ich glaube, so kann man es dann auch in der Reflexion auf die Märkte ablesen. Spanien, Italien, große Betroffenheit, große Verluste in den Bewertungen gab, Verharren auch auf niedrigem Niveau, ja, während im Norden mit einer relativ geringen Betroffenheit, mit Ausnahme natürlich Großbritanniens, das wir alle aber nur immer geografisch nördlich führen. Ja, London liegt südlicher als Berlin, das muss man immer wieder sagen, also europäischer Mittelbau. Nur da die kompensieren das natürlich durch ihre große Kapitalmarktorientierung, durch die großen fiskalischen Hebel, die sie zur Anwendung bringen. Die haben eine größere Nähe zur USA als zu Europa. Aber auch hier wieder längste Rede von mir, sorry, unterbrechen Sie mich da ruhig. Kurze Antwort, ja, die Auswirkung staatlichen Handelns ist frappant in der Krise noch mehr als sonst. Die Headlines, die man jetzt so liest, weisen darauf hin, dass, es ist immer schwer einzuschätzen, wenn es um China geht, aber sie weisen darauf hin, dass China wohl die sein werden, die als Erste wieder draußen sein werden aus dieser ganzen Diskussion und vielleicht am Ende, wenn es jetzt um den Finanzkrisenaspekt geht, sozusagen am schnellsten wieder hochkommen werden. Ist das etwas, was man realistisch jetzt schon festmachen kann oder kann man das nicht sagen?
Ach ja, ich bin weder Volkswirt noch Analyst, ich bin Infrastrukturanbieter, deswegen ich kann da jetzt immer nur generisch und allgemein antworten, weiß nicht, ob das was wert ist. Also erstens, große Frage, können wir den Zahlen trauen aus China? Ja, das glaube ich ist nur ganz begrenzt möglich. Zweitens, glaube ich, hat die Genese der gesamten Krise schön gezeigt, äh, wo wir einen aktiven Staat haben, der sich also auch als handlungsfähig erweist. Ich glaube, das muss man immer sagen. Nur die Peer kann man vergleichen. Ja, es gibt viele Fail-State-Szenarien jetzt auch an dieser Herausforderung wie an sonstigen Herausforderungen auch. Aber wenn du die Staaten in eine vergleichbare Peer packst, also diejenigen, die sich aktiv um Krisenbewältigung kümmern, dann glaube ich, haben wir eine Lehre. Schnell rein in die Krise, umfangreiche Maßnahmen heißt eigentlich auch immer schnell raus. Ja? Und das Gleiche gilt für die Erholungsszenarien. Wer früher startet, wird früher in die Normalisierung gehen. Der alle gemeinsam limitierende Effekt ist natürlich die internationale Vernetzung und die globale Wirtschaft. Ja? Und das führt ja dann auch zu einem gigantischen Bemühen derjenigen, die eben einen großen Wohlstand die großen Beitrag zu ihrem Wohlstand aus ihrem Export haben, dazu, dass sie durchaus auch nicht ganz uneigennützig, solidarisch, wie es dann in der Kommunikation heißt, ihren Nachbarn unter die Arme greifen. Ich meine damit natürlich insbesondere Deutschland, ja, die also als faktisch einziger Nettozahler im derzeitigen Vorschlag, außer Polen übrigens interessanterweise, ist auch nochmal eine extra, da ist nochmal eine extra Sendung wert, ja. Also dieses 500 Milliarden Paket an Zuschüssen, ja, das muss man den Zuschauern schon sagen, lassen sich da nicht täuschen, ja. Es sind Zuschüsse, auch wenn Herr Scholz immer argumentiert jetzt, die Union müsse das zurückzahlen. Ja, die Union muss es zurückzahlen, aber die Union kehrt es aus als verlorenen Zuschuss sozusagen. Da tauchen eigentlich nur ein wesentlicher Nettozahler auf und das ist Deutschland mit, glaube ich, das natürlich gleichzeitig größter Empfänger ist, aber die Nettozahlung wird trotzdem auf 130 Milliarden gehen, ja, und das ist Österreich gehört durchaus auch zu den Nettozahlern übrigens, auch nicht ganz unerheblich. Und ja, also das ist es sozusagen. Frühe Krise, frühe Maßnahmen heißt eigentlich auch frühe Wiederbelebung und so differenzieren sich die Staaten.